Herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video bei Perfect Green. Und ihr seht es vielleicht, heute haben wir eine Baustelle, denn wir müssen unsere Brunnenpumpe austauschen. Viel Spaß! Das ist die alte Tiefbrunnenpumpe, die ist jetzt 5 Jahre alt und die neigt sich jetzt ihrem Ende. Sie funktioniert noch, sie hat aber nach ca. 20 Minuten rapiden Druckverlust. Warum, weiß ich nicht. Schreibt es mal in die Kommentare, was eure Vermutung ist. Wir haben gesagt, wir bauen die jetzt sicherheitshalber aus, denn im Hochsommer sollte man natürlich auch bewässern können. Deswegen kommt jetzt diese hier rein und die ist jetzt auf unseren Brunnen und vor allem für unsere Anforderungen perfekt abgestimmt. Das ist genauso, wie wir es brauchen, denn das war unsere erste. Und diese hier war einfach irgendeine gekauft, bis wir gemerkt haben, es war eigentlich die falsche. Und genau da möchte ich jetzt mal drauf eingehen, denn es gibt verschiedene Tiefbrunnenpumpen und somit müsst ihr auch die ideale für euch raussuchen. Wenn ihr auf der Suche nach einer Tiefbrunnenpumpe seid für euren neu erstellten Brunnen, dann werdet ihr vermutlich so dastehen wie ich auch vor 5 Jahren, als ich diese hier gekauft habe. Ich hatte keine Ahnung. Und im Laufe der Zeit lernt man natürlich mehr dazu und deswegen so ein paar, 2, 3 kleine Tipps von mir an euch, auf was ihr überhaupt achten sollt. Bei der Tiefbrunnenpumpe gibt es wirklich mega viele. Es gibt sehr unterschiedliche. Es gibt 3 Zoll, es gibt 4 Zoll, es gibt noch mehr Zoll. Und da kann ich euch auch nur empfehlen, nehmt zum einen mal so viel Zoll, wie euer Brunnen hat. Die sind so abgestimmt, dass die exakt in euer Brunnenrohr reinpassen. Und es ist auch immer gut, ich habe jetzt zum Beispiel einen 4 Zoll Brunnen und dann habe ich natürlich auch eine 4 Zoll Pumpe gekauft. Und ich wusste nicht, welche ich kaufen soll. Dann habe ich einfach irgendeine gekauft, eine günstige. Und habe später festgestellt, es war eigentlich die falsche. Weil, wenn ihr einen Brunnen erstellt, wisst ihr zum Beispiel gar nicht, wie verhält sich euer Grundwasserspiegel, wenn ihr mal richtig Wasser fördert. Denn pro Meter Tiefe, wo die Brunnenpumpe unten hängt, verliert ihr 0,1 Bar an Druck. Bedeutet, ich habe jetzt aktuell bei mir, Wasser kam nach 12 Meter, also bin ich von 12 Meter ausgegangen. Da wir jetzt aber unten so viel Wasser haben, dass das Wasser mit dem Druck nach oben gedrückt wird, haben wir jetzt schon nach 6 Meter Wasser und somit habe ich eigentlich schon mehr Druck übrig, als ich geplant habe. Und Fakt ist aber auch, wenn die Brunnenpumpe dann fördert, fällt natürlich der Grundwasserspiegel ab und somit fehlt euch dann wieder etwas Druck. Das sind alles so Dinge, wo man dann alles so im Laufe der Zeit feststellt und vor allem auch die Rasensprenger. Ihr wisst ja auch gar nicht, wie viel brauche ich denn wirklich. Ich habe zum Beispiel ausgerechnet, ich brauche ca. 1400 Liter pro Kreis. Völlig falsche Angaben. Ich brauche nämlich bis zu 1800 Liter und somit kam diese Pumpe relativ schnell an die Grenzen. Was ich euch auf jeden Fall auf den Weg geben kann, ist, nehmt die Brunnenpumpe vom Durchmesser so groß wie es geht. Wenn ihr einen 4 Zoll Brunnen habt, dann nehmt auch eine 4 Zoll Pumpe, denn je breiter, je dicker die Pumpe, desto leistungsfähiger ist sie, beziehungsweise desto weniger Strom braucht sie im Verhältnis. Ja, und so gibt es alles Mögliche. Dann gibt es natürlich unterschiedliche Längen der Brunnenpumpe. Eine Brunnenpumpe hat ja immer wieder Verdichterräder drin, um den Druck aufzubauen. Und je mehr Druck sie fördern kann, je mehr Druck sie packt, desto größer ist sie natürlich, desto länger ist sie. Und diese hier leistet jetzt 5,4 Bar. Somit wäre dies möglich, dass die in 54 Meter Tiefe hängt, denn wie gesagt, pro Meter verliert ihr 0,1 Bar an Druck. Da diese jetzt bei mir ca. 10 Meter tief fördern muss, also 10 Meter hoch fördern muss, habe ich nur 1 Bar verloren und somit habe ich oben 4,5 Bar gehabt. Das sind so kleine Dinge, so viel mal zum Druck. Viel wichtiger ist die Wassermenge. Denn jede Brunnenpumpe hat ein Pumpendiagramm und in diesem Pumpendiagramm könnt ihr rauslesen, wie viel Druck
anders gesagt, wie viel Wassermenge bei wie viel Druck die Pumpe leistet. Und genau das ist sehr entscheidend. Das habe ich hier nicht beachtet und somit hatte ich vorne in meinem vordersten Kreis ein paar Probleme. Ja, kommen wir zu meinen Bedingungen, zu meinen Gegebenheiten. Wie erwähnt, braucht dieser Kreis, wenn alle Sprenger an sind, braucht dieser Kreis 1,8 Kubik die Stunde. Rechnerisch 1,4, aber praktisch 1,8. Und somit kommt diese Pumpe, die ich jetzt gerade drin habe, schon an die Grenze. Deswegen haben wir jetzt eine ausgesucht, die zwar nur 0,5 Bar mehr Druck liefert, völlig ausreichend, aber dafür fast das Doppelte an der Wassermenge. Und das ist sehr entscheidend, denn wenn die Wassermenge nicht da ist, wenn die Pumpe die Wassermenge nicht liefern kann, dann bringt euch auch der ganze Druck nichts. Deswegen bringt es auch nichts, wenn ihr 8 Bar Druck habt und dafür kann die nur 1500 Liter liefern, wenn euer Kreis 1800 Liter braucht. Und Fakt ist auch, ich kenne mich da jetzt nicht so mega gut aus, deswegen habe ich einen Fachmann gefragt und der hat dann auch noch gesagt, dass ich einen Fehler gemacht habe vor 5 Jahren, habe ich schon selber gewusst. Und zwar liegt bei mir das Hauptrohr, habe ich ein 3/4 Zoll Rohr drin und kein 1 Zoll Rohr. Und dieses 3/4 Zoll Rohr braucht bei der Wassermenge auf 100 Meter Länge, ich habe zum Glück nur ca. 30 Meter, aber auf 100 Meter Länge habe ich da einen Druckverlust von ganz grob 1,5 Bar bei gerader Strecke. Jetzt habe ich natürlich noch 1, 2, 3 Biegungen drin, beziehungsweise Fittinge drin, die verlieren auch noch. Bedeutet, ich habe eigentlich von der Pumpe, wenn die neue packt jetzt 5,9 Bar, bis das Wasser hier hochkommt, habe ich ja ca. 10 Meter Grundwasserspiegel. Somit bin ich bei 4,9 Bar. Bis zu meinem nächsten Kreis geht ganz grob, ich sage jetzt mal 1,5 Bar verloren, weil ich habe ja auch hier, ich habe einen Wasserfilter drin, dann habe ich eine Press Control drin und ich habe so viele verschiedene Winkel etc. drin. Ich gehe einfach rechnerisch mit 1,5 Bar aus und somit verliere ich gesamt ca. 2,5 Bar, bis überhaupt mal das Wasser an den Sprengern dran ist. Und die Sprenger brauchen dann auch nochmals 3,1 Bar, um richtig funktionieren zu können. Zumindest die Airvan von Rainbird, die Hunter, die MP-Rotatoren, die brauchen nur 2,8. Egal, aber Fakt ist, so könnt ihr das dann ausrechnen, wie viel Druck ihr braucht und dann natürlich auch noch die Wassermenge. Das bedeutet, dass ihr eure Pumpe so wählen müsst, dass zum Beispiel bei meinen Gegebenheiten, ich brauche wie gesagt 3,1 Bar und bei 3,1 Bar Druck braucht die Pumpe mindestens 1,8 Kubik pro Stunde. Dann packt man noch einen Sicherheitsfaktor rein, ich sage jetzt ganz grob 200, 300, 400 Liter. Ich war dann auf der Suche nach einer Pumpe, die Minimum 2 Kubik bei 3,1 Bar schafft und dann habt ihr auch genügend Reserve drin. So könnt ihr das Ganze dann ausrechnen und ich hoffe, dass diese Pumpe jetzt deutlich besser ist, denn wir hatten nämlich ein Problem. Zum einen mein Kreis, da fiel der Druck ab, die Pumpe war absolut am Limit und zum anderen, egal welchen Kreis ich hier anhatte, sobald Alex nutzt ja den Brunnen auch, sobald er nur einen Wasserhahn angemacht hat, fiel der Druck sofort zusammen, die Wassermenge zusammen, obwohl der Brunnen es eigentlich hergibt und die Sprenger hatten dann nur noch eine Reichweite von ca. 2 Meter und das war halt total ärgerlich. Und deswegen erhoffen wir jetzt einfach, dass die Pumpe, dass die besser passt. Die bauen wir jetzt ein und ich hoffe auch, dass die länger hält, wobei der Ausbau wirklich relativ einfach war. Ja, der Ausbau war wirklich sehr einfach, habe ich mir schwieriger vorgestellt. Da war der Einbau vor 4 Jahren deutlich aufwendiger und da kann ich euch auch noch 1, 2 Tipps geben. Ich persönlich bin ein Sicherheitsmensch, ich packe sehr viel Sicherheiten mit rein und da würde ich euch auch empfehlen, haben wir jetzt hier auch wieder gemacht. Wir haben an unsere neue Pumpe haben wir ordentlich Seile hingehängt, weil die Pumpe, die schwebt ja sozusagen im Wasser, die soll von den Seilen gehalten werden. Und da empfiehlt auch jeder, verlasst euch nicht auf das PE-Rohr, verlasst euch nicht auf das Kabel. Die dürft ihr als Sicherheit vielleicht
nehmen, ist okay. Ich habe hier jetzt bewusst noch 2 fette Seile hin und diese auch hier doppelt und dreifach gesichert mit Knoten und mit Verbinder, damit hier auch definitiv nichts passiert. Und diese werden jetzt auch hier oben dann gut fixiert, denn wie gesagt, die Pumpe soll an den Seilen hängen und nicht am Rohr oder nicht am Kabel. Dann noch einen kleinen Tipp, ich würde auch euch empfehlen, schaut, dass ihr ein Rückschlagventil drin habt. Die neue Pumpe hat es integriert, das ist richtig cool. Die alte Pumpe mussten wir ein Rückschlagventil noch einbauen. Das Rückschlagventil verhindert, dass der Wasserspiegel im Rohr abfällt. Das bedeutet, dass einfach, wir gehen jetzt mal davon aus, ihr habt kein Rückschlagventil und jedes Mal, wenn ihr dann eure Rasensprenger anmacht oder Wasser irgendwo rauslasst, dann kommt erstmal bei mir jetzt in meinem Fall 10 Meter Luft bzw. 6 Meter Luft, weil ja mein Grundwasserspiegel bei 6 Meter ist, wenn alles steht. Und die 6 Meter Luft ist halt nervig, wenn es immer pfust und tut auch den Leitungen nicht gut. Deswegen Rückschlagventil ist noch wichtig. Achtet darauf und dann natürlich kann ich jetzt auch empfehlen, achtet einfach auf einen guten Hersteller. Lasst euch Zeit bei der Auswahl, kauft nicht irgendeine. Die ist jetzt von Ebara. Die alte, das war einfach ein No-Name-Produkt irgendwo aus China. Wie gesagt, hat aber 5 Jahre sehr gut funktioniert und von der hoffe ich mir jetzt deutlich mehr. Wir machen alles voll fertig, bauen die neue Pumpe ein und dann schauen wir mal, ob es überhaupt läuft. Die Bewässerung läuft wieder, die Pumpe wurde eingebaut, war relativ einfach. Die Pumpe einfach wieder runterlassen, langsam runterlassen am Seil und dann Brunnenkopf festmachen, Seile festmachen, Druckprüfung machen. Wenn alles dicht ist, Start. Und ihr seht, es läuft, ist schon wieder ein paar Tage her und ich muss sagen, die Pumpe ist viel besser als die alte. Man merkt einfach, dass diese unseren Gegebenheiten angepasst ist bzw. perfekt ausgesucht wurde. Danke nochmal an Olaf von MN Rainman, der uns hier wirklich mega unterstützt hat mit der extrem schnellen und super Beratung. Vor allem auch die kurzfristige Beratung, morgens, abends, egal, Olaf ist immer da. Richtig cool, Dankeschön. Ich werde jetzt auch mit ganz großer Wahrscheinlichkeit meine MP-Rotatoren komplett austauschen und werde die Airvan von Rainbird reinmachen. Gefallen mir viel besser, mir persönlich. Und zudem kann ich dann auch einen richtigen Erfahrungsbericht bringen, Erfahrungsvideo bringen. Ja, von dem her, aber würde ich einfach sagen, abonniert den Kanal, bleibt dran, dann verpasst ihr auch keine Folge. Und wenn ihr euch fragt, welche Pumpe wir uns rausgesucht haben, findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr den Link von Ebara, von der Pumpe. Schaut einfach mal rein. Da findet ihr auch einen Link von MN Rainman. Und da könnt ihr alles Mögliche mit Zubehör bestellen, Bewässerung etc. Und vor allem da gibt es richtig gute Tipps rund um die Planung von Bewässerung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ciao.